Deutsche Telekom ist eigentlich ein ziemlich deutsches Unternehmen, sehr technik- und finanzgetrieben. Das darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass eben nicht die Technik im Vordergrund steht, sondern der Mensch und seine Bedürfnisse. Die ganze Branche verliert das schon mal hin und wieder aus dem Blickfeld. Und bei der Telekom, meine ich, haben wir das mittlerweile besser verstanden. Also wir haben kapiert, dass die technologischen oder die Lösung technologischer Fragestellungen nicht die Aufgabe der Marke sind, sondern das Schaffen von Möglichkeiten, dass Menschen Erlebnisse, Erfahrungen, Wissen, Überzeugungen, Ideen miteinander teilen können. Und das macht die Transformation von einer Technik zur Erlebnismarke. Wenn Slogans die Textur eines kundenrelevanten Gedankens sind, also eines Insights, dann haben sie eine gute Zukunft vor sich. Die Wirkungszusammenhänge im Gehirn, die haben sich ja aufgrund der Digitalisierung nicht grundsätzlich geändert. Und je mehr Produkte und Services sich faktisch angleichen und je größer die Dichte und Allgegenwärtigkeit von Informationen und Reizen wird, umso wichtiger ist für eine Marke die ihr zugrunde liegende Idee und ihre Fähigkeit, die impliziten Ziele ihrer Kunden entsprechend zu adressieren, anzusprechen. Wenn eine Marke in dieser Hinsicht aber nichts zu liefern hat, also wenn sie sich quasi nur auf ihre materielle Beschaffenheit und den Preis beschränkt, dann hat sie sowieso schon verloren. Also auf jeden Fall eine größere Rolle als die reine Reichweite. Kunden kommen heute schneller und direkter auf uns zu und wir sind sehr bemüht, die Sprache, die in den Netzwerken gesprochen wird, auch besser zu verstehen, um darauf zu reagieren. Die Telekom hilft ist zum Beispiel so eine soziale Austauschplattform im direkten Kundenservice und hat heute mittlerweile Vorreiterstatus. Also es gibt keine bessere Plattform für uns, um zu sehen, was die Menschen wirklich beschäftigt, was sie gut finden, was sie aber auch schlecht finden, und wir reagieren dann auch entsprechend namentlich mit extra dafür geschulten Mitarbeitern. Ob und wie die Marke Telekom in Zukunft als wahrhaftiger, im Sinne von glaubwürdig anerkannter Lebensbegleiter in der digitalen Welt wahrgenommen wird, hängt im Kern von zwei Themen ab, nämlich Netzqualität und Kundenerlebnis. Breitbandausbau, Virtualisierung, Internet der Dinge, Netzneutralität, Datenanalytik und. Das sind ja alles in der Öffentlichkeit diskutierte Themen und Trends, die zeigen, wie wichtig das Netz als Lebensader einer Gesellschaft ist. Und die Kunden haben völlig recht, wenn sie verlangen, dass der Zugang zu diesem Netz, zu dieser Welt sicher, zuverlässig und vor allem auch einfach gehandhabt werden kann. Anwendung kommt immer vor Technologie. Und die Telekom macht auch kein Hehl daraus, dass sie der führende Telco-Anbieter in Europa werden will. Die wertvollste Marke in Europa, die sind wir ja schon.